Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und für alle, die schon gewartet haben, heute ist es soweit. Heute geht's an die Millimeterarbeit. Ich zeige dir ein weiteres Projekt zum Thema maritime Zeiten mit den Produkten aus der Reihe Meer der Möglichkeiten von Stampin' Up. Eine Anleitung für diese Explosionsbox gab es vor einigen Tagen. Heute geht es um Vorschläge für den Inhalt. Die Explosionsbox explodiert ja nicht wirklich, aber wenn du den Deckel abnimmst, ploppen die Seitenwände nach unten und eine Überraschung kommt zum Vorschein. Das kann alles Mögliche sein: ein Gutschein, eine Minitorte, ein Windlicht oder, wie hier, ein kleiner Strandkorb. Hier vorne ist ein Fach, da kannst du einen zusammengefalteten Geldschein reinpacken, Münzen, eine Schokolade, was auch immer du verschenken möchtest. Und heute gibt es die Anleitung dazu. Wie gesagt, Millimeterarbeit. Hier, den zeige ich dir auch noch. Meinen Strandkorb für Normalgröße. Da passt dann schon ein bisschen mehr rein. Viele Kohle. Er kommt als nächstes dran. Zuerst war ja der kleine gewünscht. Am besten du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst Tonkarton, Marineblau, ein Stück in den Maßen 12,5 x 11 cm. Ein Stück 12 x 9 cm. Ein Stück 7,2 x 8,7 cm. Und noch ein kleines Stück 5 x 2 cm. Das kannst du nehmen oder nicht. Ich zeige dir nachher, warum ich das sinnvoll finde. Außerdem brauchst du Embossing-Zubehör. In Weiß habe ich genommen, es sei denn, du möchtest deinen Strandkorb außen anders beziehen. Ich wollte den hier mit dieser Schrift beziehen. Dafür habe ich eins meiner Lieblingsstempelsets benutzt, Veriversé, die Schrift daraus genommen. Das brauchen wir nachher mit Embossing. Und dann geht es auch schon los. Was brauche ich unbedingt? Habe ich es schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Den Papierschneider. Ich packe hier das erstmal beiseite. Platz ist immer gut. Den werden wir sicher gleich brauchen, um zu prüfen. Die Schneidemaschine. Die Falzklinge wird gebraucht und wir falzen das größte Stück mit den 11 x 12,5 cm. Auf der Seite mit 11 cm legen wir es an. Wie gesagt, Millimeterarbeit. Wenn das jetzt nicht passen sollte am Ende, dann weißt du, da ein Millimeter mehr und dort einer weniger, dann wird das. Wir legen an links und rechts bei 2,9 cm. Und außerdem unten, wir nennen das jetzt mal unten, bei 2,9 cm. Ich sehe jetzt meinen Fehler. 2,9 ist natürlich hier. Das geht ja schon gut los. So, jetzt haben wir an allen Seiten, meine falsche Linie ist jetzt Schmuck, 2,9, 2,9, 2,9. Hier oben haben wir noch nichts und hier oben ist jetzt die Sache mit dem Verdeck. Für diese Rundung brauchen wir Falzlinien im Abstand von jeweils 1 cm. Also lege ich so rum an, bei 1 cm, bei 2 cm, 3 cm. Dann drehe ich das mal einmal um. Nehme die 4 cm, ich sehe das so einfach besser. Und die 5 cm. Wunderprima. Haben wir erstes Teil, legen wir noch nicht beiseite, sondern machen wir restlos fertig. Wir schneiden jetzt alle Linien vom Rand links und rechts bis zur ersten Querlinie ein. Das sind diese kleinen Streifen hier oben. Fünf Schnitte und hier unten kommt noch ein. Andere Seite, große zuerst und dann hier oben die 5 Mal. Das können wir beiseite legen. Wir nehmen uns das nächste Teil. Das nächste Teil mit den Maßen 12 x 9 cm wird reihum bei 3,5 gefalzt.
wieder eine Falzlinie falsch gemacht. Das ist schön, wenn ich das immer falsch mache. Aus meinen Fehlern lernt ihr. So, reihum bei 3,5. Haben wir. Jetzt schneiden wir hier so rum ein. Also, das Feld in der Mitte stellen wir uns in dieser Form vor. Also schneiden wir vom Rand diese Seite und diese Seite ein und auf der anderen Seite genauso hier und hier. Das machen wir deswegen so, weil wir jetzt diese Felder beide nach innen klappen und hier nochmal die Laschen, unsere Klebenlaschen, bei 1,5 kürzen. Einmal und auf der anderen Seite 1,5. Nochmal. Dann haben wir die Seitenkanten für unsere Höhe. Könnt ihr euch das vielleicht schon vorstellen? So wird das am Ende aussehen. Ich muss mal kurz gucken. Passt. Legen wir auch beiseite. Jetzt kommen wir zu dem dritten Feld. Das ist das Feld mit den krummen Maßen. 7,2 mal 8,7. Prüft das hier nochmal. Genau, 7,2 mal 8,7. Okay. Und hier falzen wir reihum bei 1,9. Also ich würde sagen, das größere 1,9, aber das klingt natürlich bescheuert. Also bei 1,9 in jedem Fall nicht mehr. 1,9 in Richtung 2. Halbe Zentimeter haben wir ja hier. So. Auch das falze ich schon mal schnell in der Hoffnung, dass ich alles richtig gemacht habe. Und schneide jetzt hier wieder ein. Beim großen Strandkorb ist der Vorteil, da muss es nicht ganz so exakt und genau sein. Hier halbe Millimeter am besten abzunehmen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist der Rausschub. Und jetzt komme ich zu dem kleinen Schnipsel, wo ich gesagt habe, den braucht man vielleicht noch. Den habe ich zugeschnitten in 4,8 mal 1,9 und den würde ich gern hier vorne draufsetzen zur Verstärkung. Entweder außen auf oder innen rein. Das ist jetzt die Frage, wo wir unser Design aufbringen. Schneidemaschine kann beiseite. Und ich lege nochmal die Teile hier hin. Fertig vorbereitet. Und zeige jetzt mal, wie ich mir das für mich mit der Gestaltung des Stoffes, Anführungsstrichen, gedacht habe. Ich habe das bei diesem Feld so gestaltet, dass ich die Rückseite gestaltet habe, oben das Dach und die Seitenwände und würde jetzt gern noch hier innen gestalten. Beim nächsten Teil habe ich mir überlegt, brauche ich nur die Innensitzbank. Und beim dritten Teil ist jetzt die Frage, ob ich den Schnipsel gestalte oder hier vorne ein Feld gestalte. Dieses eine Feld würde völlig reichen und das nehme ich hier auch. Und das setze ich hier vorne gleich schon mal mit Klebstoff auf. Richtig rum. Ganz schön, wenn die Schrift richtig rum ist. So, da sitzt es. Embossen ist ja allseits bekannt. Wir brauchen den Embossing-Föhn. Das Feld, was mir jetzt hier noch fehlt, ist dieses hier innen drin. Die Rückseite. Hier, wenn du schaust, hier drin habe ich das geföhnt und das zeige ich dir noch einmal, wie das mit dem Embossen geht. Und zwar brauche ich den Buddy, den Embossing Buddy. Mit dem putze ich das hier. Brauche das Versamark Stempelkissen, den Stempel. Hier in das Stempelkissen. Und wenn ich jetzt nur dieses eine Stück haben möchte,
Dann lege ich mir links und rechts einfach kleine Schnipsel auf. Und natürlich auch noch. Hinten ist es mir egal, da sieht es kein Mensch. Das ist unten, Ganze umdrehen. Das ist oben, also die Schriftrichtung. Stimmt dann auch. Und dann stempel ich eben genau in dieses Feld, mache reihum wieder alles ab, mache mein Pulver auf, nehme das Löffelchen, glaube hier mal kurz drüber und schüttel wieder ab. Schauen, dass ich alles erwische. Und dann wird geföhnt. Diesen einen Moment kann ich dir nicht ersparen. Einmal Gerausche. Ich hatte hier eben das Gefühl, als wäre da noch was nicht ganz festgeklebt, deswegen habe ich an der Rückseite noch mal kurz drüber geföhnt. Also jetzt liegt überall das Pulver auf. Wichtig ist, wenn du praktisch nicht überall abdeckst, dass du trotzdem alle Stellen einföhnst, sonst ist das immer wie Sandschmirgelpapier. So, dann wird geklebt. Vielleicht doppelseitiges Abreißklebeband, Flüssigkleber. Ich brauche natürlich einen Lappen. Und dann geht es los. Zuerst klebe ich hier unten diese beiden Ecken ein. Das ist das größte Feld. Hier eingestrichen. Links und rechts hingeklebt. Festgedrückt. So, jetzt kleben wir beiseite. Dann kleben wir uns den Innenkasten zusammen. Die eine Seite. Und dass wir gut gerade Kanten bekommen. Notfalls wieder die Bastlerschraubzwingen nehmen. Wo sind sie? Überall und nirgends. Nummer 1. Schön fest. Die andere Seite. Drücken. Und die Kanten wieder gerade bekommen. Setzen. Notfalls oben nochmal nachschneiden, dass das wirklich gerade ist. Durch die kleine Fläche ist jetzt hier praktisch vorne. Jetzt nehme ich mir eine Lochzange. Ich habe diese hier. Setze in die Mitte. Gemessen. Mit Augenmaß. Okay. Ein Loch. Nehme aus diesen Basic Bretts ein silbernes Teilchen raus. Eine silberne Klammer. Setze die hier vorne rein und drücke rum.
So ist der Knopf angedeutet. Das passt schon. Jetzt kommt das nächste Teil, wo wir die Klebeflächen gekürzt haben auf 2 cm. Das bedeutet, wir kleben zuerst das untere Feld nach oben. Schauen, dass es gut hält, und auf der anderen Seite ebenso. Jetzt machen wir falsch rum, andersrum. Erst hier innen rein, hier ran und dann von oben drauf. Das wird unser Sitzkasten. Und hier drüben müssen wir auch noch kleben. Von oben auf. Gut andrücken, trocknen, nicht rumschmieren. Kurzer Test. Passt. Ziehen wir noch mal raus, ehe da was klebt. Und da drin ist noch nicht ganz trocken. Dann setzen wir diesen Kasten hier unten rein. Schön fest, also hier diese Fläche einstreichen, die Seite und die andere Seite. Sitzbank anfassen. Schauen, dass unten kein Klebstoff vorne hinkommt. Hat funktioniert hier, weil das übersteht. Und jetzt wird das richtig gut angedrückt. Schauen wir mal, ob wir hier in unserer Kiste klitzekleine Klammern haben. Da sind doch 2. Das gehe ich hier nochmal mit der Klammer, die passt perfekt genau bis hinten rein. Fest. So. Und jetzt mache ich Folgendes, bevor ich anfange richtig schlimm rumzukleben. Nehme ich mir einen von meinem Knitteraufdrucksaumband und mache da mal schnell eine kleine Schleife. Und da könnt ihr natürlich alles Mögliche nehmen zur Dekoration. Ich mache da hier mal schnell meine Schleife für nachher. Finger kleben schon, aber schaffen wir. Klein wie möglich. Also ist schicki. Brauchen wir dann zum Schluss zu verzieren. Weit. Hier machen wir mal Pulver zu. Man weiß ja nie, was noch schief gehen kann. Und dann bereiten wir uns aufs Kleben vor. So schaut er aus bisher. Jetzt können wir die Klammern schon rausnehmen. Das Teil ist fest. Das sitzt. Die Sitzbank passt. Diese Ohren zeige ich jetzt mal hier hoch, wie ich mir das denke. Streiche ich im unteren Bereich ein, nicht die Spitze hier oben, sondern dieses Stück hier unten so schräg. Da streiche ich die ein und setze das dann hier hinter und messe immer mit der oben liegenden Ecke nach und schiebe die alle schräg aufeinander. So wird es geklebt. Also noch einmal, schau mal, dass du das wirklich siehst. Hier schräg rangeschoben und dann das nächste schräg drauf. Los! Und damit da wirklich nichts schief geht, klebe ich das immer parallel. Einmal links, einmal rechts. Immer die Naht da genau ran.
Nächste. Genau ran. Andere Seite. Genau ran. Schauen, dass nichts verrutscht. Nächstes Bild. Genau ran. Immer prüfen, dass nichts verrutscht. Dass es hier genau dran liegt. Dass es am Ende mittig gerade wird. Notfalls können wir das mit dem letzten noch richten. So. Und schon passt das. Ich zeige das nochmal hoch. Hier gibt es so eine Spirale. Drüben genauso. Genau. Und das wäre es auch schon fast. Zeige ich einmal, mein erster Strandkorb war genau 5 mm höher. Da ging der Deckel nicht richtig zu. Der zweite ist so etwas gefälliger. Jetzt wird noch der Schub reingepackt. Hier vorne zugeschoben. Fertig ist der Strandkorb. Ich muss noch einen Moment trocknen, dann kann ich das noch besser rausziehen. Ja. Erster Strandkorb, zweiter Strandkorb. Was fehlt noch? Die Schleife. Noch einen von den Glue Dots. Hier wäre einer. Und auf die Ecke gedrückt. Wenn dir es gefällt, vielleicht auf die zweite Ecke auch noch. Oder du dekorierst ganz anders. Möglichkeiten ohne Ende. Strandkorb Nummer 2, Strandkorb Nummer 1. Und dazu der große Bruder, den stellen wir in die Mitte. Die Box, da setzen wir den jetzt elegant rein. Da habe ich ein Feld einfach 6,5 x 6,5 zugeschnitten. Gestern war es der Untergrund für das Segelschiff und heute der Untergrund, der Sand für meinen Strandkorb. Und das steht da drin. Fertig. Ging doch schneller als ich dachte. Und gepasst hat es auch. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Dir wünsche ich viel Spaß beim Nachbasteln. Abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner weiteren kreativen Anleitungen. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Alle Maße findest du am Ende des Videos und auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. In den nächsten Tagen gibt es noch weitere Basteleien zum Thema maritime Zeiten. Du kannst also schon gespannt sein. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.